Norwegens Atlantikküste eignet sich hervorragend, um vom Ufer aus zu angeln. Und ich liebe das. Die Weite, die Meeresluft und die innere Ruhe, die sich in einem ausbreitet. Wir mögen diesen Angelplatz hier ganz gerne, weil er erstens einfach zugänglich ist und man auch mit dem Auto gut oben parken kann und kein großer Kletterkünstler sein muss, um hier hinzukommen. Dann geht die Steilküste hier relativ steil bergab unter Wasser, was auch immer ein guter Platz ist zum Angeln, wenn es nicht zu flach weitergeht. Und dadurch, dass man die Brücke hier hinter uns hat und dann auch die beiden Inseln eben hier zwischen liegen, ist hier eine relativ starke Strömung immer und das bringt immer viele Fische her. Diese Angelmethode vom Ufer ist wirklich einfach. Und sogar kleine Kinder angeln hier in Norwegen auf diese Weise. Das erste Jahr in Norwegen haben wir uns ausschließlich auf diese Weise mit Fisch versorgt. Das Boot ist nun aus dem Wasser und so bleibt uns nur die Möglichkeit, vom Ufer aus zu angeln. Das Komplizierteste dabei ist, keinen Hänger zu bekommen. Unter Wasser gedeihen die Pflanzen und da reicht es schon beim Reinholen, nur kurz nicht aufgepasst zu haben und man bleibt hängen. Irgendwann muss ich hier mal tauchen gehen und Köder sammeln, habe ich mir vorgenommen. Ich denke, wenn was kommt, dann beißt es auch relativ fix. Da musst du nicht 15 Mal reinschmeißen oder sowas. Das macht keinen Sinn. Dann hat es nämlich ja doch an der Zeit gelegen. Deswegen, ich halte das immer so, wenn nach 10 Mal mit dem Köder nichts gekommen ist, dann wird auch beim 20. Mal da nichts kommen. Und wenn dann was kommt, dann ist das wirklich ein Zufall. Ich weiß nicht, dass keine Fische da sind. Garantiert da. Ich weiß aber nicht. Bin ich in Fresslaune. Ja. Obwohl man da auch immer sagt, ja, abends müsste man gehen und so. Also ich habe in jeder Tageszeit schon immer was gefangen. Mhm. Sturm und Welle und ohne Welle und flach. Und also da mache ich jetzt. Also wenn wir nichts fangen, haben wir wenigstens einen schönen Ausflug gemacht und frische Luft geschnappt. Also ich genieße das ja auch so, auch ohne Fangen. Hast du was? Ja. Ich sag, das stoppt wieder irgendwie. Der Köder war falsch. Und siehst du, gerade haben wir noch gesagt, wir fangen nichts und da kommt doch was. Bin gespannt. Eigentlich, ne? Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Makrelen um die Jahreszeit. Nee, auch eine, die ist noch recht ganz groß, ne? Ja, da können wir doch mal gucken. Dann können wir auch die Makrelen. Ich habe noch einen extra für Makrele. Jan, wo ist denn das Messer? Ja. Siehst du, wieder nicht richtig vorbereitet. Da. Einmal bitte richtig töten. Also wenn der nicht tot ist, dann weiß ich es nicht. Ja, Der Rest sind einfach nur Zuckungen, die letzten. Der ist schon tot. Der ist schon tot. Das ist ein Sturm. Oh, oh. Eis. Ja, nix mit abspülen hier. Shit. Ja. Hab ich gar nicht gesehen. Ja. Schnell. Wenn man das mal beobachtet, mit was die anderen Norweger so fischen, die nehmen meistens solche Blinker wie diesen hier. Ja, aber die gehen. Die gehen auch gut, ja. Und das geht auch gut. Ja. Na, man kann das auch kombinieren mit so einem Paternoster, so wie wir das jetzt hier gemacht haben, dass man statt des Bleis dann diesen Paternoster nimmt. Ne? Also ein Paternoster, wenn da mehrere Köder dran sind. Und der Vorteil jetzt von dem Paternoster ist halt, dass wenn ein Fisch beißt, dann beißen auch gleich mehrere. Ne? So wie wir das gerade bei den Makrelen gesehen haben. Da haben wir halt gleich
Ja, aber das machen die Seelachse auch. Ja, okay. Und das ist halt ganz cool, wenn man auf Seelachs oder Makrele fischt, dann ein Paternoster zu nehmen. Dann hast du gleich mehrere am Haken, in der Regel. Ne? Und hier bei dem halt nur einen. Es ist aber schwieriger zu werfen. Jetzt haben wir Blut geleckt und wollen mehr Fische fangen. Wir werfen voller Hoffnung die neu bestückten Ruten ins Wasser, wieder und wieder. Und tja, so ist das eben mit dem Angeln. An einem Tag fängt man 20 bis 30 Fische wie am Fließband und am anderen Tag einfach gar nichts. Naja, leider haben wir nichts mehr am Haken. Schön war es trotzdem und wir freuen uns über unsere beiden kleinen Fischchen. Es herrscht hier eine unglaubliche Ruhe, wenn man sich hier zwischen den Inseln an der Atlantikküste befindet. Diese Ruhe nimmt einen völlig ein und man wird selbst ruhig und ausgeglichen. Die Hektik der Welt ist dann für einen Moment vergessen und dort ist nur das Meer, du und manchmal eben auch die Fische. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir fangen beim nächsten Mal mehr Fische und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dann.